bist noch nicht bereit für den Dschungel. Wir haben schon ganz oft erlebt, dass Leute uns geschrieben haben und gesagt haben, hey, wir wollen genauso leben wie ihr. Wir haben Leute erlebt, die hergekommen sind, Leute, mit denen wir im Austausch waren, Leute in unserer näheren Umgebung, die es versucht haben. Und ich sage euch, die wenigsten sind wirklich bereit. Und damit herzlich willkommen, Freunde der Sonne. Wir sind Jolien und Sebastian. Bevor wir gleich ins Thema eintauchen, möchten wir an dieser Stelle uns bei allen bedanken, die uns unterstützt haben, mit ihren Like, mit ihren Abonnement, finanzielle Unterstützung. Dafür Dankeschön. Danke, ja. Und das kam das Thema Mikrofon nochmal auf. Ich würde gern von euch wissen, schreibt es jetzt am besten sofort in die Kommentarfunktion rein. Alle, die es hören oder die es sehen, weil wir wollen eine breite Meinung wissen. Ist der Ton so schlecht? Stören die Hintergrundgeräusche sehr? Ich weiß nicht, ob ich das mit einem Ansteckmikro, ob wir das wegbekommen werden, das wissen wir nicht, weil wir leben halt hier in der Natur. Das sind immer wieder Tiergeräusche, die wir kaum noch wahrnehmen, aber die wurde uns teilweise gesagt, früher auch teilweise störend sind, ja. Und aktuell nehmen wir es halt nur mit dem internen Mikrofon des Telefons auf. Das ist die Frage jetzt, die ich gerne von euch beantwortet haben möchte. Ist der Ton sehr schlimm? Ist es besser, wir würden das verbessern, also verändern? Ja, noch zu Tag 4. Sebastian hat schon gesagt, er hat heute nicht so Lust auf das Video. Und ich habe jetzt vor, demnächst noch eine Umfrage zu machen, welche Videos ihr für welche ihr euch mehr interessiert. Sei es jetzt Thema Hausbau, doch unsere Ernährung, gesundheitliche Sachen. Ihr könnt doch einfach mal in die Kommentare schreiben, was genau ihr wissen wollt, damit ich so ungefähr ein Gefühl bekomme, wer jetzt so aktiv diese Tage mit uns dabei ist, unsere eigene Challenge. Machen. Ja, ich werde auch eine Umfrage machen. Aber ja, das man kann jetzt sagen, es gibt jetzt bloß ein Quiz. Man kann jetzt direkt am Video ein Quiz anfügen, aber keine Umfrage, ich glaube. Dann müssen wir diese Umfrage separat machen in unserem Community-Bereich, also in dem Mitgliederbereich. Also nicht Mitglieder, wir haben ja keine Mitgliedschaft. Wie nennt sich denn das? Das müsst ihr mal auf unseren Kanal klicken, da ist unten irgendwo irgendwo gibt es da Beiträge. Ja, Beiträge heißt das. Ja, und dann gehen wir gleich zurück ins Thema. Ich habe heute auch ein kleines Notizheft dabei. Aus dem Grund, weil ich bei den vorangegangenen Videos, nachdem wir sie dann schon hochgeladen haben, gemerkt habe, ich wollte eigentlich noch was sagen. Ja, damit ich ein bisschen vorbereiteter bin, fangen wir gleich mal an. Ich will noch kurz was sagen, weil gestern so angesprochen wurde, mich stört das nicht, ja. Meine Mutter, die ist ja nun nicht mehr unter uns, die würde sich, da gibt es so einen Spruch drüber, die würde sich das sehr drüber ärgern, wenn sie sowas sehen würde. Ich will es auch ausrangieren, ja. Das sind, wir kaufen übrigens die meiste Kleidung in einem Second-Hand-Laden hier, in so einem Gebrauchtwagenladen aus Spaß, in so einem Gebraucht-Kleidungsladen. Und diese Hemden waren auch davon, die waren alle sauber, die Flecken sind alle von mir durchs Arbeiten und die gehen halt dann irgendwann relativ schnell kaputt, ja. So, was ist denn deine Meinung, wer passt hier nicht in den Dschungel? Wen hast du schon gesehen, dass es nicht geschafft hat und warum? Na, alle die mit einem weißen Hemd kommen. Das war ein Spaß, ja, weil ich gerade bei dem Hemdthema war. Ja, das ist total vielschichtig. Ich will mal kurz noch mal ein bisschen ausschweifen. Wir waren ja zwischendrin ein Jahr in Deutschland. Ja, da haben wir auch mal ein Video zu gemacht. Kann ich da verlinken, wieso wir da nach Deutschland sind, wieso wir dieses ganze tolle Leben ja aufgegeben haben. Und als wir dann das Jahr in Deutschland waren und wieder überlegt haben, ja, wir gehen wieder zurück, dann haben wir auch wieder überlegt, ja, was nehmen wir jetzt mit und so. Dann weiß ich noch aus unserer eigenen Erfahrung, obwohl wir da schon gelebt haben, dass wir wieder über Dinge nachgedacht haben und Dinge mitgenommen haben, wo wir eigentlich wissen, total unnütz, ja, total sinnlos, total blöd, gar nicht drüber nachgedacht. Und wenn eben diese Vorerfahrung fehlt, überhaupt sich da hineinfühlen zu können, was brauche ich denn da, wie kann ich mich dann da wohlfühlen und sowas, dann ist es natürlich sehr schwierig. Und deswegen diese anhand nur von Bildern, anhand nur von Erzählern von anderen, wir zeigen auch nicht alles, ja. Wir zeigen ja nur Ausschnitte von uns. Es geht ja gar nicht, dass wir jetzt, also ich will jetzt nicht die Kamera den ganzen Tag an meinen Kopf binden, wobei ich das schon mal überlegt hatte, aber dafür habe ich jetzt halt nicht so eine Kamera. Das wäre eigentlich ganz lustig, mal so aufzunehmen, einen Tag, Sebastian, was ich mache, wo ich hinlaufe, was ich tue und so. Wäre vielleicht ganz lustig. Und jetzt bin ich abgeschwiffen, ja. Ja, auf jeden Fall schweifen oft die Vision von dem Leben, wie wir leben, und die Realität, wie es dann letztendlich ist, ganz stark auseinander. Ihr seht nur Teilausschnitte und man hat vielleicht auch ein eigenes Bild davon, wie es sein müsste. Und dann kommt halt doch der Alltag mit Dingen, über die wir selber vielleicht schon gar nicht mehr meckern. Sei es jetzt die Tiergeräusche beim Einschlafen oder halt auch jetzt. Meckern, das ist also, wenn sie fehlen. Das ist ja nur ein Beispiel für andere. Ja, ich meine bloß, und bei uns ist mittlerweile so, ich habe dich unterbrochen, sorry, es tut mir leid, wo wir in Deutschland waren und haben dann in dem geschlossenen Raum geschlafen, selbst im Fenster offen, da war einfach Stille. Wir dachten, da fehlt, für uns fehlt es dann, ja, sorry. Ja,
Und es ist halt schon so, dass wir hier in einer sehr großen Vielfalt von Tieren umgeben sind. Damit meine ich gar nicht per se die Schlange oder Spinnen oder Skorpione oder andere giftige Tiere, sondern es sind eher die kleinen Insekten, die dann auch schon den härtesten Mann hier in die Knie gezwungen haben. Und das war nicht nur einer. Ja, die gehören halt mit dazu. Da haben wir dann auch gleichzeitig auch das andere Thema, was das dann impliziert. Und zwar ist das dann auch, wenn man so ein Grundstück hat, was bewachsen ist, desto mehr ihr bewachsen habt, dann desto mehr von diesen Kleinsttieren sammeln sich im Unterholz, unter den Blättern, den sogenannten Kakaoblättern, ne, du kennst das. Dann kommen halt die Mücken, da gibt's ja Käfer, es gibt erstmal hunderte verschiedene Arten von Mücken, ja, und es gibt welche, die sind tags unterwegs und es gibt welche, die sind nachts unterwegs, welche, die sind dämmerungsaktiv, also es ist irgendwas, ist immer wach und ja, viele dieser Kleinsttiere leben halt von uns als Wirt und das sind halt oft so Punkte, die dann in so einer Traumvorstellung, wie man so leben kann, ausgeblendet oder nicht in diesem Maß Gedacht wird. als Störfaktor mit impliziert. Also dass man sich das so vorstellen kann, dass das doch immer wieder einen halt ja, belästigen kann. Da kommen wir gleich zum nächsten, weil nicht nur uns als Wirt, sondern der nächste Punkt, wir haben aufgeschrieben, den Komfort idealerweise hochzuhalten oder vielleicht auf dem gleichen Level zu halten wie in Deutschland. Es ist möglich, ja, es ist nicht unmöglich. Sicher, man kann sich auch ein Haus bauen wie in Deutschland oder ähnlich zumindest. Allerdings, ich habe sogar ein Video gesehen aus Costa Rica von jemandem, die hat auch in einem ganz, ich sag mal, europäisch anmutenden Haus gewohnt. Trotzdem hatte die in ihrem Haus Wanderameisen. Trotzdem kamen Termiten. Ja, deswegen meine ich nicht nur unseren Körper als Wirt für Blutsauger und sowas, sondern auch alles, was wir schaffen. Alles, was wir bauen, selbst wenn das alles aus Zement ist, trotzdem hast du im Haus irgendwelche Dinge aus Holz, die Termiten finden ihren Weg, ja. Zum Beispiel. Oder diese Wanderameisen, diese Mini-Ameisen, die finden die kleinsten Ritzen. Und dann kommt noch dazu, dass der Baustandard hier nicht so ist wie in Europa oder in Deutschland. Selbst wenn es erstmal so aussieht, vielleicht wie in Deutschland, wirst du trotzdem nach einer Zeit feststellen, dass da vielleicht da Schimmel kommt, dass da dies vielleicht passiert und jenes. Das sind so die Dinge, die zu bedenken sind. Also wenn jemand wirklich, ich spreche jetzt ähnlich wie wir leben, ja, wirklich hier draußen auf dem Land, jetzt nicht in Lima oder in einer großen Stadt, aber selbst da sind die Häuser auch nicht besser, ja. Also das ist halt, wir brauchen jetzt nicht hier groß drum rumreden. Wir leben in Anführungsstrichen noch in einer Art dritte Weltland, ja. Brauchen wir jetzt nicht weiter da. Es ist auf jeden Fall so, dass wenn ihr ein ganz starres Gedankengut habt und sagt, ihr wollt aber mindestens diesen Standard oder das muss mindestens gegeben sein. Ich habe nämlich auch ein Video gesehen von Menschen, die in Dubai waren und da haben sie auch festgestellt, es gibt halt Abweichungen, was hier als Standard ist und was in Deutschland Standard ist. Und wenn die dir dann erzählen, du kommst in ein 3-Sterne-Hotel, dann ist das nicht so wie in Deutschland. Also selbst wie Sebastian sagt, wenn du in der Stadt bist, wird es nicht das sein, was du in Deutschland für die gleiche Äußerung dann erwarten kannst. Und das Ding ist halt auch, du hast gleich mehrere Punkte angesprochen. Jetzt, wenn ihr im Dschungel lebt, dann haben wir natürlich die Luftfeuchtigkeit. Das belastet zum einen den Körper, man muss wissen, ob man das körperlich kann, weil es kann halt auch nicht jeder nach Peru einfach herkommen und lange bleiben mit einem Visum. Und das sind halt, wenn du jetzt zum Beispiel schon Rente hast, also beziehst, dann ist natürlich eine einfache Möglichkeit, ich sage jetzt mal einfache Möglichkeit, hierher zu kommen mit einem Visum. Aber dann macht der Körper vielleicht gar nicht mehr mit, dass du diese dauerhafte Luftfeuchtigkeit halt aushältst und die Wärme, die dann kommt, ja. Wir haben jetzt zwar nicht extreme Wärmen, also gut, ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, was für jemanden extrem ist. Wir sind so ungefähr bei 30 Grad, ne? Aber durch die Luftfeuchtigkeit, das ist halt für jeden Organismus auch anders und kann sehr anstrengend sein. Dann müsst ihr euch gleichzeitig die Insekten vorstellen. Die Luftfeuchtigkeit macht natürlich auch vor eurem Haus keinen Halt. Das betrifft dann die Kleidung, das betrifft Holzmöbel. Alles Mögliche kann hier schimmeln, schlecht werden, gammeln. Man kann sich das gar nicht wirklich vorstellen. Wenn man dann anders leben will, dann kommt man um eine Klimaanlage nicht drum herum. Aber dann ist halt die Frage, inwieweit man denn wirklich so leben will, sich darauf einstellen kann. Da bin ich auch wieder an dem Punkt, von seinen Standards runterkommen, flexibel sein, sich anpassen zu wollen. Also das ist wirklich die innere Einstellung ist massiv wichtig. Und ich glaube, das kann man halt auch generalisieren auf andere Auswanderungsorte, sei es jetzt Schweden etc. mit anderen Bedingungen. Eure innerliche Einstellung, inwieweit ihr bereit seid, euch zu öffnen, euch anzupassen auf die Sachen, ja, die Gegebenheiten vor Ort. Ja, sich dem halt zu widmen und halt zu schauen, ob man dafür bereit ist. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, um, sag ich mal, nicht total auf die Nase zu fliegen. Ja, und der nächste Punkt ist noch der,
wenn du dazu neigst, Probleme mit deinen Nachbarn zu haben, die hast du egal wo du bist, weil die Mentalität der Menschen in anderen Ländern ist nochmal ziemlich anders als die in Deutschland, wo du dich dann quasi mit einer Gruppe von Menschen konfrontiert siehst, die ein anderes Denkmuster haben, die eine andere Bildung haben, die auf deine Probleme, dann in Anführungsstrichen, ganz anders reagieren. Ja, das sind so Punkte, die man sich gar nicht vorstellen kann, die wir uns auch nicht vorstellen können, wo wir auch immer wieder Überraschungen erleben. Jedes Mal, ja, immer wieder, wo wir denken, eigentlich wissen wir doch, wie die denken. Oder wir denken es zu wissen, ja, oder vermuten es, ja. Aber trotzdem werden wir immer wieder überrascht, was dann eben wir sehen, hören oder erleben. Was hat man da aufgeschrieben? Einsamkeit. Ja, also das hängt auch einfach damit zusammen, ihr verlasst euren Kulturkreis, ihr verlasst eure, ich sag mal, diese Menschengruppe, die euch halt umgeben hat. Und selbst wenn ihr mit Partner, mit einer kleinen Gruppe von Menschen zusammenkommt, ihr werdet dieses Gefühl in irgendeiner Art und Weise fühlen. Das habe ich bisher auch noch nicht anders erlebt, dass das jemand gesagt hat. Und das war eigentlich mit einer der großen Gründe, warum Menschen wieder gegangen sind. Menschen, die es dann sich wieder umentschieden haben, nachdem sie diesen Traum ausprobiert haben. War das entweder das Thema mit den Tieren, mit den Bedingungen der Umwelt oder halt die Einsamkeit oder dieses, dass der Komfort fehlt. Das waren, glaube ich, mit die drei allergrößten Punkte, die man vielleicht auch unterschätzt, wenn man einfach nur kognitiv darüber nachdenkt, als wenn man dann in der Situation ist und es wirklich fühlen muss. Ich glaube, die größte Einsamkeit, die ich persönlich hier hatte, das war, dass wir am Anfang, als wir in Aukayaku gewohnt haben, ich glaube, du hast ja mal ausgerechnet, circa ein halbes Jahr kein Internet hatten. Auch kein Telefonempfang. Kein Telefon und kein Internetempfang. Ich sage euch, wer das noch nicht erlebt hat, in unserer technologisierten Zeit, ja, selbst im Dschungel, wir haben ja Internet ja hier. Aber wenn ihr euch vorstellt, ihr habt plötzlich kein Internet, ja, und dann fällt der Strom aus. Dann, also selbst wenn wir hatten in Aukayaku zum Beispiel öffentlichen Strom, aber Strom ist ausgefallen, auch manchmal für 5 Tage. Dann hast du vielleicht kein Wasser. Dann ja, selbst in San Roque hier unten im Dorf gibt es nur 2-mal am Tag Wasser. Selbst in Tarapoto gab es 2024 nicht genug Wasser und das Wasser wurde zum Teil abgestellt oder es gab sowieso keins. Ja. Also ihr habt kein Wasser. Internet fällt häufiger aus. Also wenn wir vielleicht wirklich kein Video online bringen, es kann auch daran liegen, dass unsere Internetantenne ausgefallen ist. Also es gibt so viele Punkte hier, wo plötzlich ein Standard, den ihr in Deutschland kennt, einfach wegfällt. Man kann darüber nachdenken, ja, ich bin vorbereitet auf so ein Blackout, ja. Aber was das dann emotional mit euch macht, ich sage euch, ich war selber überrascht, weil Sebastian ist dann in die Stadt gefahren, hat mein Handy mitgenommen mit den WhatsApp-Nachrichten, den Telegram-Nachrichten und er ist wiedergekommen und hat vergessen, irgendeinen Chat zu öffnen und diese Nachricht rauszusenden. Ich war selber überrascht, was das emotional mit mir ausgelöst hat, dieses Gefühl von Einsamkeit und dann auch diese Wut gegenüber Sebastian, dass er es nicht geschafft hat, diesen Chat zu öffnen. Ja, er ist dann sogar für meinetwegen, wegen meinen Emotionen mit dem Motorrad nochmal hoch zu der Stelle, wo man schon fast in der Stadt ist, um Empfang zu haben, damit er diese Nachrichten verschicken kann. Weil ich glaube, das ist sogar mit der härteste Punkt, ist das Gefühl der Einsamkeit. Das natürlich bei jedem anders stark wirkt. Ne? Da will ich noch dazu sagen, es war von uns frei gewählt, ja, weil wir wussten, dass da kein Empfang ist an dieser Stelle. Und ich bin da auch nicht jeden Tag gefahren, ja. Also ich bin da nicht immer, das ist einmal die Woche oder so, manchmal alle 5 Tage, ich weiß nicht mehr. Also nicht jeden Tag, weil das war eine Fahrt von einer halben Stunde mit dem Motorrad relativ schnell und also eine Strecke und ja, es ist zum einen der Thema der Zeitfaktor und auch der Kostenfaktor und auch diese Videos, die wir damals gemacht haben, da habe ich mich dann in der Stadt, in dem Hostel, wo wir erst gewohnt haben, hingesetzt an den Tisch bei ihm, habe ich ihn abgesprochen und habe dann sein Internet, sein WLAN da in 2-3 Stunden genutzt und habe die Videos hochgeladen. Da war ja damals nicht so viel gewesen und ja, und dann kommt aber noch dazu, was sie gerade gesagt hat. Da waren wir allein, ja. Da hatten wir um uns keine anderen, da waren die Peruaner, ja, aber wir hatten da wenig Kontakt am Anfang. Also, weil sie sagt, allein sein, isoliert sein, das war wirklich isoliert, ja. Also jetzt nicht wie Corona in Deutschland, dass du da den ganzen Tag Bildschirm anhast und noch was geguckt hast und nicht abgelenkt hast oder Internetschule oder das ganze Zeug. Das gab es bei uns damals nicht zu dieser Zeit. Und das ist auch eine tolle Erfahrung, muss ich dazu sagen. Ja, wir wollen sich nur schlecht reden, vor allem auch für uns als Beziehung, ja. Wir haben da viele Probleme auch miteinander gehabt. Sind aber auch daran gewachsen, weil sonst wären wir jetzt nicht mehr beide wahrscheinlich hier vor der Kamera. Das wäre dann nämlich noch der nächste Punkt. Viele gehen als Paar, als Familie ins Ausland und haben dann interne Probleme, Beziehungsprobleme, die bedingt durch die äußeren Faktoren, durch die gemeinsamen Erfahrungen, die sie dann sammeln, die auf sie einfach zwangsweise, irgendjemand erlebt was im Ausland, was er vorher nicht hatte. Und dann kommt man an Krisenpunkten und das ist dann auch nochmal ein Grund, warum Leute zurückgehen. Weil die Beziehung, diese Krisenpunkte nicht gemeinsam
sie näher zusammenbringt, sondern auseinander. Und dann haben wir wieder das Gefühl, alleine, und ich muss euch sagen, alleine würde ich ja auch nicht draußen auf diesem Campo wohnen, weil das wirklich es bedarf schon viel an innerlicher Stärke, um auch in die Umsetzung, die man dann kommen muss, weil der Dschungel, also irgendwann sind wir auch bei dem Punkt körperlicher Arbeit, wenn du nichts machst und hier draußen wohnst, dann wächst dir der Dschungel halt wirklich über den Kopf in das Haus. Also selbst bei einem sehr gut gebauten Haus, selbst wenn du Klimaanlage hast, irgendwann kommt der Dschungel in dein Haus. Ja, ich wollte mal kurz schauen, ich glaube, das war jetzt damit Ja, alles. Und was du gerade gesagt hast, die Beziehungsprobleme, die entstehen ja meistens nicht erst dann hier. Die werden dann bloß die tun sich exponentiell fortschreiten, ja. Oftmals ist ja vielleicht auch diese Illusion oder dieser Gedanke da, wir wandern aus, hatten wir am Anfang auch, ja, dann wird alles besser. Die ganzen Probleme, die lassen wir hinter uns. Das ist aber nicht so, ja, weil dieser symbolische Rucksack, der wird nicht kleiner, der wird meistens größer, weil dann, wie sie schon gesagt hat, neue Herausforderungen kommen. Wenn es da vorher schon gekriselt hat, ihr euch nicht wirklich nicht ein eingespieltes Team seid, ja, dann endet es meistens dann so, wie meine Frau schon gesagt hatte. In dem Sinne, ich glaube, wir haben lang genug geredet. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, oder wolltest du noch was sagen? Ja, ich wollte auf jeden Fall noch einen sagen. Die Leute, die es ausprobiert haben, ich sehe es auch an eurer Stelle nicht wie Scheitern an, sondern ich finde es gut, dass ihr es ausprobiert habt und euch dieser, ist ja auch eine Challenge, eine Herausforderung gestellt habt. Weil das bedarf auch ganz, ganz, ganz viel Mut. Eins noch kurz in eigener Sache. Ich habe gestern noch eine Playlist erstellt. Die haben wir jetzt genannt 100 Tage Challenge. Ja, ich mag das Wort Challenge nicht, habe ich in dem ersten Video schon gesagt. Allerdings der ist Algorithmus es vielleicht, mag es. ja, es ist für den Algorithmus oder für jemanden, der es vielleicht sieht, eher einen Reiz drauf zu klicken, als wenn ich jetzt nenne, unsere 100 Tage Aufgabe oder sowas, ja. Und deswegen, da packe ich jetzt alle Videos rein, die wir jetzt die 100 Tage aufnehmen, oder länger, wie auch immer. Aber an diese 100 Tage, das ist mal so in den Raum gestellt. Und falls das jemand möchte, kann er sich die dann am Stück angucken, dann ist das chronologisch. Ich habe die jetzt zwar nicht im Titel mit Tag 1, Tag 4 oder sowas benannt, kann ich aber nachträglich noch machen, dann ist es vielleicht leichter, weil falls die Sortierung da durcheinander kommt, dann ist es vielleicht ein bisschen, wobei es auch nicht so schlimm ist, weil im Endeffekt bauen die Videos jetzt nicht aufeinander auf, weil wir versuchen ja jeden Tag ein anderes Thema zu machen oder ein spezielles Thema zu machen, damit wir auch den Titel da benennen können, habe ich ja gestern schon gesagt, damit jeder auch sieht, okay, Thema Ernährung interessiert mich nicht, Thema Peru interessiert mich nicht, Thema Mücken, ja, das gucke ich mir an oder so. So, und wer jetzt wirklich noch dran ist und den Atem hier ausgehalten hat, der soll doch einfach mal in die Kommentare /Playlist schreiben. Dann weiß ich, dass ihr es ausgehalten habt. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.